In diesem Video wollen wir einen solchen Buy Trailing Stop hier programmieren, der automatisch angepasst wird, wenn sich der Preis verändert. Das ist sehr nützlich, also lassen Sie uns mal schauen, wie man sowas mit MQL5 programmieren kann. In diesem Video werden wir einen Expert Advisor erstellen, der mit MQL5 eine Kaufposition eröffnet und einen Trailing Stop Loss setzt. Sehen wir uns an, wie wir das machen können. Zunächst starten wir MetaEditor, indem wir auf das kleine Symbol klicken oder F4 drücken. Wir beginnen damit, die Datei Trade.mkh einzubinden, die uns Handelsfunktionen zur Verfügung stellt. Als nächstes erstellen wir eine Instanz der Klasse cTrade mit dem Namen Trade, die zur Ausführung von Handelsoperationen verwendet wird. In der Funktion OnTick ermitteln wir zunächst den aktuellen Ask-Preis mit der Funktion Symbol-Info-Double. Diese Funktion ruft den Ask-Preis für das aktuelle Symbol ab und Normalize-Double sorgt dafür, dass der Preis korrekt auf die durch Digits angegebene Anzahl von Stellen formatiert wird. Anschließend prüfen wir mit der Funktion PositionsTotal, ob es keine offenen Positionen gibt. Wenn es keine Positionen gibt, eröffnen wir eine Kaufposition mit einem Wert von 10 Microlots. Dazu wird die Funktion TradeBuy verwendet, deren Parameter das Volumen, das Symbol 0 für das aktuelle Symbol, den Ask-Preis, den Stop-Loss, 1000 Punkte unter dem Ask-Preis, den Take-Profit auf 0 gesetzt, das heißt kein Take-Profit, und einen Kommentar 0 angeben. Nachdem wir die Kaufposition eröffnet haben, rufen wir die Funktion CheckSRBuy Trailing Stop auf, um einen Trailing Stop-Loss zu setzen. Diese Funktion nimmt den Ask-Preis als Parameter an. Innerhalb der Funktion CheckSRBuy Trailing Stop setzen wir den anfänglichen Stop-Loss auf 150 Punkte unter dem Ask-Preis. Wir verwenden Normalize-Double, um sicherzustellen, dass der Stop-Loss-Wert korrekt formatiert wird. Anschließend gehen wir mit einer Vorschleife durch alle offenen Positionen. Für jede Position ermitteln wir das Symbol der Position mit PositionGetSymbol. Wenn das Symbol mit dem aktuellen Symbol übereinstimmt, ermitteln wir die Ticketnummer der Position mit PositionGetInteger und dem Parameter PositionTicket. Als nächstes berechnen wir den aktuellen Stop-Loss für die Position mit PositionGetDouble und dem Parameter PositionSL. Wenn der aktuelle Stop-Loss weniger als 150 Punkte unter dem Ask-Preis liegt, verschieben wir den Stop-Loss mit der Funktion Trade.PositionModify um 10 Punkte. Diese Funktion übernimmt das Positionsticket, den neuen Stop-Loss und den neuen Take-Profit, auf 0 gesetzt, als Parameter. Schließlich kompilieren wir den Code, indem wir F7 drücken. Wenn Ihnen das zu schnell ging oder Sie nicht verstehen, was der ganze Code bewirkt, sollten Sie sich den Premium-Kurs auf unserer Website ansehen oder zuerst eines der Grundlagenvideos. Wenn alles funktioniert, kehren wir zu MetaTrader zurück, indem wir F4 drücken oder auf das Symbol klicken. Zurück im MetaTrader drücken wir STRG und R, um den Strategietester zu starten, wählen den soeben erstellten Expert Advisor aus, aktivieren den visuellen Modus und starten einen Strategietest. Wir sollten den Expert Advisor im Chart sehen. Wenn Sie bereits Premium-Kursmitglied sind und eine Idee für ein Video wie dieses haben, können Sie uns eine E-Mail schicken. In diesem Video haben wir gelernt, wie man mit ein paar Zeilen MQL5-Code einen Expert Advisor erstellt, der eine Kaufposition eröffnet und einen Trailing Stop-Loss setzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Okay, ich hoffe, dass Ihr Buy Trailing Stop gut funktioniert. Falls Ihnen das hier zu schnell ging und Sie sich den Premium-Kurs anschauen möchten, den finden Sie auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.